Die Villa Giusti bei Padua. Hier wurde am 3. November 1918 der Waffenstillstand zwischen Österreich, Ungarn und Italien geschlossen. Am 11. November folgte in der Nähe von Paris jener zwischen Frankreich und Deutschland. Nach 4 Jahren Krieg hatten 17 Millionen Menschen ihr Leben verloren. Weitaus mehr Opfer forderte allerdings ein aggressives Influenza-Virus, das irreführend als spanische Grippe in die Geschichte eingegangen ist und die kriegsmüde Bevölkerung völlig unvorbereitet traf. Das ganz Schlimme an dieser Epidemie war eben, dass die betroffene Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahre alt war. In der Presse, spannend, dann plötzlich kommen ganz viele gegenseitige Anschuldigungen, politische Parteien. Dann fängt es an, sich so ganz schnell zu diversifizieren. Die Pandemie selbst, die Krankheit rückt dann schon im Dezember so ein bisschen in den Hintergrund, im Dezember 1918. Und im Jänner gibt es dann wenige Fälle, Gott sei Dank Tirol ganz wenig betroffen von der dritten Welle, die hat ja in anderen Teilen der Welt stattgefunden. Da wird dann wirklich über, was alles falsch gelaufen ist, diskutiert, was man hätte können anders machen. Also viele, viele Ähnlichkeiten. Und das ist 100 Jahre her. Also das hat uns schon wirklich erstaunt. Eine wichtige Forschungsgrundlage für die Forscherinnen und Forscher am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck sind historische Zeitungen. Seit den 2000er Jahren werden analoge Quellen aus dem umfangreichen Archiv der Universität laufend digitalisiert. Eine aufwendige Arbeit, die allerdings für die Forschung nur begrenzt von Nutzen ist. Die Ergebnisse sind nicht gesichert. Wir finden vieles nicht nur, weil eben das Material schlecht ist, weil diese Texterkennung schlecht ist, auch weil die Sprache sich geändert hat. Ja? Wir sprechen jetzt von Material, das mindestens 100 Jahre alt ist. Die Sprache hat sich geändert, das heißt, Ortschaften heißen anders, die Benutzung der Sprache ist anders. Gleichzeitig sind für uns Zeitungen, vor allem auch als ZeithistorikerInnen, ganz wichtig, weil hier gesellschaftliche Diskurse transportiert werden, weil hier eine Ausverhandlung zwischen Gesellschaft, Politik und Medien stattfindet. Eva Pfanzelter, stellvertretende Leiterin des Instituts für Zeitgeschichte, und Günter Mühlberger, Leiter der Abteilung für Digitalisierung und elektronische Archivierung der Universität Innsbruck, gehen der Frage nach, wie das kulturelle Erbe für die Forschung und in der Folge für eine breitere Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden kann. Seit 2018 arbeiten in dem von der EU geförderten Horizon 2020-Projekt NewsEye Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Innsbruck intensiv mit mehreren anderen Universitäten und Nationalbibliotheken zusammen. Ziel des Projektes ist es, die wissenschaftliche Recherche auf eine völlig neue Ebene zu stellen. Dabei setzen sie auf künstliche Intelligenz. Was für uns Menschen relativ einfach ist, dass nämlich wir sofort sehen, das ist ein Artikel, das ist eine Überschrift, das ist eine Unterschrift zu einem Bild. Das ist für einen Computer sehr schwer zu erkennen. Und genau dem Computer oder dieser künstlichen Intelligenz das beizubringen, dass eben der Artikel hier und hier beginnt und so weiter geht, das war eine Kernaufgabe. Und das verbessert natürlich auch die Recherchemöglichkeiten ganz wesentlich. Bisher werden Bücher und Zeitungen tatsächlich noch manuell digitalisiert. Das bedeutet, dass jemand umblättern muss. Und das soll in Zukunft der Roboter übernehmen. Der wird sich also das Buch oder die Zeitung aus dem Regal nehmen, selbst hinlegen und automatisch umblättern und automatisch fotografieren. Die Forscher an der Universität Innsbruck sind dabei, den Prototypen eines Roboters zu bauen, der auch programmiert wird, um gewünschte Befehle auszuführen. Künstliche Intelligenz im Dienste der Wissenschaft. Die lernt wie ein Volksschulkind am Beispiel, muss sozusagen viel gesehen haben und dann kann sie immer besser werden.
Und damit erst können wir die großen Mengen, vor allem auch an Archivdaten, die wiederum ganz interessant sind für die Öffentlichkeit, weil natürlich da sind Informationen über das tägliche Leben drinnen. Und diese Archivbestände können durch einen Roboter ganz anders erschlossen werden, weil da reden wir von Kilometern von Regalen, die in den Archiven lagern. Und das sind alles Dokumente, die es nur einmal auf der Welt gibt. Die Forscher an der Universität Innsbruck können in diesem Projekt bereits auf erste Fortschritte verweisen und sind zuversichtlich. Ein wesentlicher Arbeitsschritt steht allerdings noch bevor. Die große Herausforderung ist natürlich jetzt diese Experimente, die wir hier gemacht haben, auf ganz große Datenbestände umzulegen und vor allem auch auf Zeitungskorpora, die diesen Prozess noch nicht durchlaufen haben. Vielleicht gelingt es, in nicht allzu langer Zeit vertiefende Einblicke in die Alltagsgeschichte zu bekommen und damit auch die Allgemeinbildung zu erhöhen.